5. und letzte Abschnitt der HRP von L'Hospitalet bis Banyuls am Mittelmeer ist mit knapp 200 Kilometern auch der längste. Und mit dem höchsten Berg der östlichen Pyrenäen, dem Pic Rally sowie dem Pic du Canigou, warten noch 2 beeindruckende Aussichtsberge auf mich. Hinter Ayne verläuft die Route kilometerweit über den Grenzkamm. Und auch wenn man erst am letzten Tag endgültig unter die 1000-Meter-Grenze kommt, ist der größte Teil der Strecke bereits mediterran. Und das heißt heiß und trocken. Nach meinem Ruhetag verlasse ich L'Hospitalet und steige auf zum Étang de Béziers, der so idyllisch in den Bergen liegt, als sei es das Selbstverständlichste auf der Welt. Kurz darauf mache ich Pause am Refuge de Béziers. Danach wieder ein Pass und wieder ein See, wenn auch weniger idyllisch. Der Lac de Lannou ist ein Stausee mit niedrigem Wasserstand. Dahinter zeigt sich aber schon der Pic Rally, mein Ziel für morgen. Unterhalb des Pic Rally schlage ich mal wieder mein Zelt auf. Hier lerne ich Dario kennen, mit dem ich einen anregenden Abend voller guter Gespräche verbringe. Um 6:20 bin ich wieder unterwegs. Pyrenäen-typisch steil geht es hoch, immerhin im Schatten. Um 8:30 bin ich auf dem Gipfel, auf dem bereits einige Franzosen sind. Dario, der kurz nach mir aufgebrochen ist auch bald da. Gemeinsam verbringen wir über eine Stunde auf diesem fantastischen Aussichtsberg in knapp 3000 Meter Höhe. Der Abstieg auf der gegenüberliegenden Seite führt mich an einem kleinen Eissee vorbei. Dutzende von Leuten kommen mir entgegen, die alle auch noch auf den Carly wollen. Auch die vielen Seen am Weg zur Auberge Carly, wo ich Pause mache, sind gut bevölkert, was daran liegt, dass das Gebiet auch für Tagesgäste gut erreichbar ist. Bis Beaucaire und Ayne, wo ich auf dem kommunalen Zeltplatz schlafe, zieht sich der Weg ziemlich. Aber auch dort komme ich noch an. Nicht zuletzt dank meines herausgestreckten Daumens, der mir einige Kilometer Asphaltstraße erspart. Fast 10 Kilometer und über 1000 Höhenmeter zieht sich das Tal von Ayne nach Südosten bis zum Col de Nouria hoch. Zunächst durch Wald, bevor der zurücktritt und sich Tal und Blick weiten. Am Pass mache ich eine Pause. Viel Volk hier oben. Die meisten kommen wohl von Spanien hoch, wo Nouria mit Parkplatz und Bahnstation keine 5 Kilometer weit entfernt ist. Es folgen 11 Kilometer hauptsächlich auf dem Grenzkamm.
Links Frankreich, rechts Spanien und zu allen Seiten Ausblick. Nach ein paar Kilometern ist es wieder menschenleer. Dafür sehe ich ein großes Rudel Gämsen, bevor ich nach einem letzten Pass zum Refugi Dul de Ter absteige, der Hütte an der Quelle des Flusses Ter. Mann, ist das heute voll. Auf dem Parkplatz kurz unterhalb der Hütte stehen noch die Überreste von gestern und auf dem Weg zur Portella de Morens sind ganze Gruppen unterwegs. Dahinter wird es aber wieder still und weit. Stundenlang laufe ich hier mit nur wenig Höhenunterschied durch diese einsame, weite Landschaft. Eine Französin, die mir entgegenkommt, Franzosen gehen die HAP immer von Ost nach West, empfahl mir die Crête Barbet, ein Grat, der östlich vom Canigou verläuft, schöne Sichten auf den Berg offerieren soll und dabei den doch sehr touristischen Gipfel selbst vermeidet. Klingt nach einer interessanten Variante. Eigentlich würde ich gerne immer so weitergehen. Oben auf und mit freiem Blick. Auch über den Pic de Cédorme. Allerdings ist bis zum Pla de Guillem mein Wasser aufgebraucht und hier oben ist kein neues in Sicht. Dass dann auch noch eine Wolke über den Pic de Cédorme aufzieht, nehme ich als Zeichen, besser zum Refuge de Mariée abzusteigen, wo ich etwas trinke und meine Flaschen auffülle. 6 Kilometer weiter finde ich einen schönen Platz, um mein Zelt aufzuschlagen. Der Pic du Canigou, der letzte hohe Berg dieser Tour, ist keine 4 Kilometer entfernt. Der Weg hoch zum Canigou hat geradezu alpine Qualitäten, angenehme Steigung und selbst durch Blockfelder ist der Weg regelrecht trassiert. Und als Bonus gibt es in 2400 Metern Höhe noch eine gefasste Quelle. Ich folge der Empfehlung der Französin und nehme den Abzweig zur Crête Barbet, statt den Wegweisern geradeaus zum Pic du Canigou zu folgen. Während ich auf der Crête Barbet tatsächlich alleine bin, tummeln sich gegenüber auf dem Canigou jede Menge Leute. Mich umschwirren nur Schwalben. Eine halbe Stunde hinter dem Refuge de Courtalet führt der Weg über das Wrack eines abgestürzten Hubschraubers. Das ist schon etwas skurril. Der Balcon de Canigou ist ein schöner Höhenweg, der allerdings auch von vielen Kühen und Pferden genutzt wird, was ihn bei dieser intensiven Sonneneinstrahlung zu einem etwas speziellen olfaktorischen Erlebnis macht. Das Refuge de Batters erreiche ich im Gewitter. Beim Hagelschauer stehe ich dann schon unter der Dusche. Arles-sur-Tech liegt in den Wolken. Genau da hinein führt mich mein Abstieg. Aber weiter laufe ich heute eh nicht. Meine Füße brauchen nochmal eine Pause. Auf dem Weg zum Col de Paracols sind mir meine Füße heute wieder verlässliche Partner. Die Gegend ist nun eindeutig mediterraner.
Steineichenwälder, auch schon mal Kastanien, geben Schatten, der immer wieder gerne genommen wird. Kleine Bergdörfer tupfen mit ihren Ziegeldächern rote Flecken in die graugrünen Waldhänge. Und auch zirpende Grillen begleiten mich nun immer häufiger. Auf dem Roc de Fraousa sehe ich dann endlich auch das Mittelmeer, zumindest in Dunst. Noch 55 Kilometer zu laufen. Ich beende die heutige Etappe an einer zur Ermita de las Salinas gehörenden Quelle. Hier habe ich Wasser im Überfluss, Sitzgarnituren und einen ebenen Zeltplatz. Eineinhalb Stunden hinter meinem idyllischen Zeltplatz liegt Las Illas, eine kleine Siedlung mit Hotel und Bar. Ansonsten ist die heutige von Forststraßen geprägte Etappe eher langweilig, bis ich nach dem Col del Priorat durch einen Korkeichenwald laufe. Viele Bäume sind im unteren Teil geschält und trotz des menschlichen Eingriffs hat der Wald etwas Magisches. Der Blick auf die grenzüberschreitende Autobahn bei Le Perthus beendet dann allerdings die Magie. Trotzdem mache ich hier Schluss für heute. Zeitlich habe ich keinen Druck. Es reicht, wenn ich übermorgen am Ziel bin. Le Perthus ist tatsächlich kein schöner Ort. Das zentrale Element ist die Hauptstraße, die gleichzeitig Shoppingmeile für Franzosen wie Spanier ist. Sie wird geprägt durch Boutiquen, Fastfood-Restaurants, Souvenirläden und Shops, in denen man vor allem Alkohol kaufen kann. Auf halbem Weg zum Col de Louyat treffe ich Marc wieder, den ich gestern kennengelernt hatte. Und wir laufen gemeinsam zum Col und dem dortigen Gîte, wo er heute übernachtet. Wir trinken einen Kaffee, unterhalten uns, trinken noch einen und ich komme nicht weg, weil wir reden und reden. Abgesehen davon, dass ich mehr als genug Zeit habe. Über den Pic Neulos steige ich hinab zur Source de Tagnaret und dem nahegelegenen unbewirtschafteten Refuge, an dem ich mein Zelt ein letztes Mal abseits der Zivilisation aufstellen will. Das Mittelmeer ist in Sichtweite. Am Abend regnet es. Die Nacht war stürmisch, aber mit 15 Grad nicht übermäßig kalt. Zudem haben die knorrigen Buchengruppen, zwischen denen mein Zelt stand, einen Teil des Sturms abgehalten. Laut war es trotzdem. Noch 18 Kilometer bis ans Ziel meiner Reise. Noch 7 Stunden. Noch 600 Meter Auf- und 1500 Meter Abstieg. Keine Wasserstelle mehr. Ich habe 3,5 Liter Wasser mit. Das sollte reichen. Selbst wenn es nochmal sehr heiß werden sollte. Den ganzen Morgen tobt der Sturm und zerrt an mir, da ich die letzten Kilometer auf dem einzigen Höhenrücken verbringe, der sich standhaft bis zum Mittelmeer behauptet. Es ist, als wollten mir die Pyrenäen zum Abschied noch sagen: Wanderer, sei dankbar, dass du so gut durchgekommen bist. Wir können auch anders. Ich weiß, dass ihr auch anders könnt. Und ich bin dankbar. Trotzdem habe ich seit dem Morgen ein Grinsen in meinem Gesicht, das immer breiter wird, je näher ich Banyuls komme. Dann bin ich in Banjul, stehe im Mittelmeer. Alle Anstrengungen der letzten Wochen sind vergessen. Ich bin am Ziel.